Man startet quasi eben als Passenger Service Agent mit der Grundausbildung und kann daraufhin wirklich sehr aufbauen. Und im Bereich beispielsweise hier hinter uns stehen wir am Service Center. Eine Zusatzqualifikation ist zum Beispiel die Möglichkeit und die Fähigkeit des Umbuchens. Das würde man dann bei dieser Zusatzqualifikation hier erlernen und dann auch hier am Service Center sitzen und Passagiere quasi umbuchen. Eine weitere wäre zum Beispiel Lounge oder auch Arrival Service, wo Passagiere ankommen, dessen Gepäckstück nicht angekommen ist oder beschädigt worden ist. Wir haben auch Fremd-Airlines, die wir betreuen, wie zum Beispiel eine Korean Air oder aber auch die Zusatzqualifikation Hon-Driver gibt es bei uns auch. Als Hon bezeichnen wir die Top-Gäste innerhalb der Lufthansa-Gruppe, die wirklich am meisten mit uns fliegen. Das ist ein Vielfliegerstatus und wenn ein Flieger offen ankommt, also auf einer offenen Position oder auch auf einer offenen Position wegfliegt, holen wir den Hon persönlich von der Lounge ab und begleiten ihn und fahren ihn zum Flieger. Des Weiteren bin ich auch Corporate Influencer. Ich erstelle also Content für Austrian Airlines auf TikTok. Grundsätzlich haben wir hier am Flughafen einen Schichtdienst und bei uns hier auch bei Austrian Airlines als Passenger Service Agent ist man auch im Schichtdienst tätig. Aber wir haben ein Wunschsystem, so 80–85% wird alles so erfüllt, wie wir es uns einteilen. Man kann sich jeweils für ein Rad, für ein Schichtrad entscheiden. Ich bin eher der Morgenmensch, deshalb mache ich eher die Frühdienste, beginne dann meistens um 5 oder 6 Uhr. Es gibt aber auch natürlich die Kollegen, die Spätdienste machen, um 13 Uhr beginnen, 14 Uhr beginnen, 15 Uhr teilweise. Es gibt auch den klassischen Tagdienst ab 8 Uhr und die Nachtdienste natürlich auch. Ich bin lieber eine Person, die sehr in Bewegung ist. Das bringt der Job auch sehr mit sich. Also man kommt sehr, sehr gut auf seine Schritte jeden Tag. Stressige Situationen gibt es eigentlich alles Mögliche. Wirklich, wir reden hier von Passagieren, die gestresst sind und zu spät ans Gate kommen oder sehr knapp. Aber ja, die Menschen sind hier wirklich sehr oft sehr emotional unterwegs, weil sie auf Reisen sind und teilweise auch sehr ermüdet sind. Da muss man halt einfach sich in diese Person auch hineinversetzen. Aber ich finde, das lernt man bei diesem Beruf sehr, sehr gut. Also ich arbeite als Passenger Service Agent. Ich bin hier hauptsächlich für die Passagierabfertigung zuständig. Ich sitze am Check-in, fertige hier Passagiere ab, laufe auch von Gate zu Gate und boarde auch diverse Flieger. Ich bin auch nebenbei Hon-Driver, sprich ich fahre unsere höchsten Statuskunden jeweils zu dem Flieger, wenn es eine Außenposition ist. Wir haben eine Grundausbildung gemacht, circa 2 Monate im Trainingscenter. Und sobald man die durchlaufen hat positiv, fängt man dann Training on the Job an, wo man mit dem Trainer unterwegs ist und alle Bereiche mal kennenlernt und mal ausübt. Es ist natürlich schön, je mehr Sprachen man kann, desto besser ist es natürlich, aber Deutsch und Englisch sind bei uns bei Austrian Airlines natürlich eine Voraussetzung. Ich habe durch diesen Beruf tatsächlich gelernt, dass ich ein geduldiger Mensch bin, dass ich stressresistent bin. Und man sollte sich auch irgendwie in den Menschen reinversetzen, weil man weiß ja öfters nie, warum ein Mensch wegfliegt, warum der Mensch so reagiert, wie er reagiert. Es kann ja gut möglich sein, dass er jetzt zu einem Begräbnis fliegt, seine Mutter ist krank und er möchte hinfliegen, sein Bruder etc., irgendein Familienmitglied heiratet. Und man muss halt natürlich schauen, dass wir uns in den Passagieren auch reinversetzen. Jeden Tag ist für mich ein Highlight. Also es passiert immer wieder was Neues, was Besonderes, einfach neue Menschen kennenzulernen. Ich habe sehr viele Freunde hier kennengelernt, meine besten Freunde, dass wir mal herumreisen. Und das Coolste auch dran ist, dass wir sehr viele Flugvergünstigungen haben, dass wir so die Welt entdecken können. Das finde ich echt super an unserem Beruf. Und auch sehr viele Vergünstigungen am Flughafen, aber auch wenn wir irgendwo hinfliegen, auf Urlaub, auch mit den Hotels gibt es sehr viele Vergünstigungen. Viele Passagiere glauben, dass wir auch nebenbei Flugbegleiter sind. Also die meisten kennen natürlich nur Flugbegleiter und kennen die Position auf dem Boden eben nicht. Und sie glauben, man ist mit dem Check-in fertig, geht ans Gate, macht das Boarding und steigt gleich in den Flieger und fliegt gleich mit als Flugbegleiter. Das ist tatsächlich nicht so, das ist eine komplett andere Ausbildung. Also es hat nichts mit dem zu tun, was am Boden hier passiert.